Wir sind jetzt in der zweiten Augusthälfte und es ist in Thailand sehr heiß. Wenn die Sonne scheint, ist man schon nach 2 Minuten durchgeschwitzt oder versteckt sich so gut man kann im Schatten. Das Tagesmenü für den heutigen Sonntag heißt Gai Ga Pao, Reis und klein gehacktes Hühnerfleisch mit geschnetzelten Bohnen, Basilikum und reichlich Chili. Schmeckt toll, ist würzig und ziemlich scharf. Die drei Musketiere vom Roten Bentley und Yings Mann stehen wie immer schon sehr früh im Garten am großen Wok. Sie müssen zeitig ran, um den Bedarf der Apfelmannschaft gerecht zu werden, die fordert ja ständig Nachschub. Trop und ihre Schwester sortieren die Bananen. Die haben wir sehr oft im Menü, weil sie gut schmecken und nahrhaft und vitaminreich sind und zudem sehr preiswert. Wer von euch die thailändischen Bananen kennt, weiß, dass die mit den komischen gelben Dingern, die in Europa als Banane verkauft werden, sehr wenig gemein haben. Unser Lieferant für die Essensbehälter hatte heute Probleme. So müssen wir auf die wenig geschätzten weißen Styroporbehälter zurückgreifen, die wir gar nicht mögen. Aber wichtig ist ja der Inhalt. Im Garten sind die Gemüsedamen und die Musketiere am Schaffen. Und im Lokal bemüht sich die Abfülltruppe, jedes freie Plätzchen mit Essensbehältern zu belegen. Das können die ja wirklich gut. In der Zwischenzeit liefert der Dino mit Ying und Nuck die Verpflegung an die ersten Nichtmobilen. Bei der alten Dame mit dem kaputten Knie herrscht Freude. Ihr Mann wurde vor 3 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und ist wieder zu Hause. Naja, was man so als Zuhause bezeichnet. Und bei der Familie mit den vielen Kindern sind ein paar von den Jüngeren anwesend und freuen sich über die mitgebrachten Bällchen und Süßigkeiten. Und die Mutter freut sich über das Essen für die ganze Familie. Der Start der Essensausgabe rückt näher und es wird Zeit zurückzukehren. Da warten vor dem Lokal schon die Fans des Dino. Die erzählen erstmal eine kleine Geschichte, ehe sie in die Tüte greifen, auf die sie schon gewartet haben. Aber dann gehen sie auch richtig zur Sache.
Während im Lokal noch fleißig gearbeitet wird, haben sich in der Umgebung schon eine Menge Hungriger gesammelt und verstecken sich vor der brennenden Sonne, wo immer sie ein wenig Schatten finden. Die gang-eigenen Abstandshalter sind auch schon installiert und so langsam könnte es losgehen. Heute haben wir einen neuen Gast in der Gang. Ilja, ein junger Bürger Russlands, hat sich erkundigt, was wir da so machen und spontan seine Hilfe angeboten. Willkommen an Bord. Wir sind froh über jeden, der uns unterstützt. Als die Ausgabetische bestückt werden, kommen die Leute aus dem Schatten und formieren die bekannte Warteschlange. Polizei und freiwillige Helfer sorgen für Ordnung und endlich geht es los. Pausenlos werden mitgebrachte Tüten und Taschen mit Essen und Bananen gefüllt, während auf der Gegenstrecke Nachschub auf dem Ausgabetisch gebracht wird. Und im Hof wird immer noch gekocht, um den endlosen Strom nicht abreißen zu lassen. Wir haben bemerkt, dass ein paar Schlümpfe sich ihr Essen abholen und sich dann noch einmal anstellen, um eine zweite Portion zu ergattern. Nicht gerade die feine Art, aber wenn man Hunger hat, ist das auch verständlich. Das kann allerdings dazu führen, dass andere, die Hunger haben, leer ausgehen. Um das zu vermeiden, markieren wir jetzt die Hand jedes Einzelnen, der sich Essen abholt, mit einem schwer entfernbaren Marker. Bis zum nächsten Sonntag wird die Markierung ja wohl weg sein. Sonst ist Hungern angesagt. Der Dino dokumentiert das Ganze und hat sich eine Tüte mit Lutschern an das Stativ gehängt, um den Kindern, die noch nichts Süßes bekommen haben, eine kleine Freude zu machen.
Als der Strom dann langsam versiegt und die Ausgabe ein Ende hat, ziehen der Dino, Ying und Nuck noch zu den letzten Inhouse-Lieferungen. Anwesende Kinder freuen sich besonders auf die Ankunft der drei. Der behinderte Junge hat inzwischen seine Scheu verloren und rennt dem Dino freudig entgegen. Oma ist heute nicht zu Hause, die sucht essbare Pflanzen auf einem unbewohnten Grundstück. Aber der Großvater nimmt das Essen gerne in Empfang. Und dann ist Feierabend und die kalte Dusche wird ordentlich strapaziert. Naja, was man hier so kalte Dusche nennt, ist wohl eher lauwarm. Eigentlich wollte ich euch heute noch ein wichtiges Mitglied unserer Corona-Gang in einem Interview vorstellen. Nock, eine Schwester meiner Frau. Da ich aber in vielen Dingen der Digitaltechnik unbeholfen bin, versuche ich mich erstmal schlau zu machen und hoffe, dass ich es bis Mittwoch oder Donnerstag hinkriege.